Im Rahmen einer Auswanderung wollen viele Mandanten ihre Aktien und ETFs von einem deutschen Broker zu einem internationalen Broker übertragen, zum Beispiel zu Interactive Brokers. Wie funktioniert sowas? Ist das wirklich so schwierig, wie es manchmal heißt? Soll man möglicherweise sogar lieber die Steuern in Kauf nehmen und seine Aktien und ETFs verkaufen, solange man noch in Deutschland ist? Mit diesen faszinierenden Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Wer auswandert und Deutschland verlässt, der will sich in der Regel auch eine internationale Konten- und Finanzinfrastruktur aufbauen, zum Beispiel Konten im Ausland und natürlich auch Depots im Ausland. Das hat verschiedene Gründe. In diesem Video soll es jetzt vor allen Dingen um Depots gehen. Zum Thema Bankkonten haben wir ja schon viele andere Videos gemacht. Zunächst mal sollte man sich die Frage stellen, warum man überhaupt sein deutsches Depot aufgeben will. Gibt es hierfür vielleicht steuerliche Gründe? Gibt es dafür Compliance-Gründe? Oder will man einfach keine Konten und Depots mehr im Einflussbereich des deutschen Finanzamtes haben? Nun, steuerliche Gründe gibt es beim Depot eigentlich nicht, anders als bei einem Bankkonto, wo ja ein Guthaben von mehr als 156.000 € möglicherweise die erweiterte beschränkte Steuerpflicht ausgelöst werden kann, ist das bei einem deutschen Depot per se nicht der Fall. Dort spielt es eher eine Rolle, ob du deutsche Wertpapiere hast. Damit meine ich zum Beispiel BMW-Aktien oder Mercedes-Aktien. Es ist übrigens egal, in welche Aktien ein ETF investiert ist. Bei ETFs kommt es an, wo diese aufgelegt sind. Das ist ja in der Regel sowieso in Luxemburg oder in Irland meistens der Fall. Das heißt also, aus steuerlicher Sicht kannst du auf jeden Fall ein deutsches Aktiendepot bei einem deutschen Broker beibehalten. Wichtig ist eben, wenn du die erweitert beschränkte Steuerpflicht auf jeden Fall vermeiden willst, dass du keine deutschen Wertpapiere hast. Auf der anderen Seite verursachen diese deutschen Wertpapiere auch in einem ausländischen Depot das gleiche Problem. Das heißt, der Depotstandort ist im Grunde genommen aus steuerlicher Sicht komplett egal. Nun sagst du vielleicht, Moment, wenn ich ein Depot in Deutschland habe, so ist es ja jetzt momentan, und dann verkaufe ich Aktien oder bekomme Dividenden, dann wird mir ja in Deutschland die Abgeltungssteuer abgezogen, also 25% plus Soli. Wenn ich jetzt im Ausland wohne, dann bin ich ja nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig und will natürlich auch nicht mehr, dass mir diese Steuer noch an der Quelle beim Broker abgezogen wird. Das ist aber keine Frage des Brokers, sondern das ist im Grunde genommen eine Frage der Adresse, die du beim Broker hinterlegt hast. Wenn du ins Ausland umziehst und bei deinem deutschen Broker eine ausländische Adresse hinterlegst und sagst, ich wohne nicht mehr in Deutschland, ich bin ausgewandert, hier ist meine neue Adresse im Ausland, hier ist meine ausländische Steuernummer, dann wird der Broker dir keine deutschen Steuern mehr abziehen. Ähnlich wie es ja schon jetzt der Fall ist bei ausländischen Brokern, wenn du dort ein Konto hast, selbst mit deutschem Wohnsitz. Aber hier ist jetzt natürlich die Krux, denn viele deutschen Broker akzeptieren keine Wohnsitze im Ausland. Andere Broker akzeptieren zwar einen Wohnsitz im Ausland, aber er muss innerhalb der EU sein. Was also nun, wenn du ins Ausland umziehst und dein Broker dich dann nicht mehr als Kunde haben will und die Geschäftsbeziehung abbrechen möchte? Nun, das Wichtigste ist natürlich die Vorbereitung. Du musst im Vorfeld bereits klären, vor deiner Auswanderung, idealerweise 6 Monate vor deiner Auswanderung, wie der Broker zu einem Wohnsitz im Ausland steht. Das machst du am besten so, indem du beim Broker anrufst oder eine E-Mail an den Customer Service schreibst und sagst, ich plane möglicherweise auszuwandern und zwar nach XYZ. Kann ich dann mein Depot bei Ihnen weiter behalten? Oder akzeptieren Sie keine Kunden mit Wohnsitz in dem besagten Wohnsitzland? Nehmen wir mal an, der Broker schreibt jetzt zurück, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir nur Kunden innerhalb der EU akzeptieren. Wenn Sie, sagen wir mal, nach Dubai umziehen, müssen Sie leider Ihr Depot schließen. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was dann passiert. Jetzt hast du ein ansehnliches Depot aufgebaut, du hast viele Aktien in deinem Depot, viele ETFs. Das Depot hast du vielleicht seit vielen Jahren. Die Wertpapiere sind im Wert enorm gestiegen. Und jetzt die große Frage, was du damit tun sollst. So, hier hat uns Cordula nun eine E-Mail geschrieben. Sie hat ein Video gesehen auf YouTube. Sie hat uns Teil des Transkripts dieses Videos geschickt. Ich werde es gleich mal vorlesen. Dieses Video ist von einem Auswanderungsberater.
und er gibt dort sehr zweifelhaften Rat, wie ich finde. Cordula, vielen Dank für die Zuschrift und gleichzeitig auch eine Aufforderung und eine Ermutigung an euch alle, wenn auch ihr ein interessantes Thema habt, das wir auf diesem Kanal einmal besprechen wollen, dann schreibt uns dazu, schickt uns YouTube-Videos, schickt uns Texte, schickt uns Artikel, schickt uns eure Fragen. Unsere Webseite perspektiveausland.com. Wenn ihr ganz nach unten auf die Webseite scrollt, könnt ihr dort Kontakt mit uns aufnehmen. Es gibt ein Formular, wo ihr einen Gast oder ein Thema vorschlagen könnt oder auch einfach eine E-Mail senden. Alle Details auf unserer Webseite perspektiveausland.com. Wir freuen uns selber eure Zuschriften. Fast alle Videos auf diesem Kanal gehen auf solche Zuschriften und auch auf konkrete Beratungsgespräche zurück. Das ist enorm hilfreich, das hilft der Community. Natürlich können wir nicht zu allen Zuschriften ein Video machen, wir schauen uns aber alle Zuschriften an. Wir bedanken uns sehr dafür und wenn natürlich die Frage so interessant ist wie die von Cordula, dann machen wir auch gerne ein Video dazu. Also Cordula, nun wollen wir einmal vorlesen, was du uns geschrieben hast. Nun wollen wir einmal hören, was dieser Auswanderungsberater zum Thema Depot und Wegzug ins Ausland zu sagen hat. So, in dem besagten Video geht es um Interactive Brokers. Interactive Brokers wirst du kennen, sicherlich einer der besten Broker im Ausland und auch einer der beliebtesten Broker für unsere Mandanten, die ins Ausland umziehen. Also in dem Transkript, was Cordula uns geschickt hat, dort sagt der Berater Folgendes. Viele Mandanten planen naiv einen sogenannten Depotübertrag von ihrem deutschen Broker zu Interactive Brokers, nachdem sie ausgewandert sind. Von diesem Vorhaben rate ich dringend ab. Ein internationaler Depotübertrag ist in der Praxis oft eine echte Transferhölle. Daher verfolgen wir eine Tabula Rasa-Strategie. Das bedeutet, du verkaufst deine liquiden Positionen noch bei deinem deutschen Broker, transferierst das Cash auf dein Girokonto und von dort weiter zu Interactive Brokers. Dort kannst du die Positionen wieder aufbauen. Natürlich kann ein solcher Verkauf unter Umständen Steuern auslösen. Aha, mein Freund, absolut, das kann es. Ergib dir jedoch sofortige Kontrolle über dein Vermögen und vermeide das Risiko, dass deine Assets monatelang in einem eingefrorenen Zustand hängen. Ein weiterer Vorteil ist der steuerliche Clean Cut. Du schließt deine bisherigen noch nicht realisierten Gewinne sauber ab und gehst klar strukturiert aus Deutschland heraus. Soweit das Transkript, das uns Cordula geschickt hat. Nun, was soll man da anfangen? Ich hoffe tatsächlich, dass niemand diesen Rat befolgt hat, wenigstens dann nicht, wenn du ein erhebliches Vermögen in deinem Depot hast. Wenn es so um 100 Euro geht, ist natürlich komplett egal. Aber wenn du jetzt hier viele Tausende an Steuern zahlen müsstest, wenn du deine Positionen liquidierst, dann wäre das natürlich tatsächlich katastrophal, wenn du diesem Rat folgen würdest. Fangen wir einmal ganz am Ende an, wo ja der Auswanderungsberater suggeriert, dass es steuerlich Sinn macht, weil es dann einen Clean Cut gibt in Deutschland, wenn du deine Position noch verkaufst. Das ist natürlich totaler Quatsch. Du kannst ETFs mit ins Ausland nehmen, da gibt es keine Wegzugsteuer. Klammer auf, außer du hast in einen einzigen ETF mindestens 500.000 Euro investiert, Klammer zu. Das heißt, einzelne Aktien und eben kleinere ETF-Positionen kannst du in unbegrenzter Höhe ins Ausland bringen. Das ist steuerlich komplett unschädlich. Da gibt es keine Wegzugsteuer. Du kannst sie später im Ausland steuerfrei verkaufen. Wie gesagt, du brauchst dein Depot dafür gar nicht wechseln. Nehmen wir einmal an, du ziehst nach Dubai um, wo es ja keine Kapitalertragssteuer gibt. Einen Tag nach dem Umzug meldest du deinem Broker in Deutschland, dass du jetzt in Dubai wohnst. Und jetzt unter Annahme, dass der Broker natürlich einen Wegzug nach Dubai akzeptiert und die Adresse entsprechend ändert und demnach dir keine Steuer mehr abzieht, kannst du dein komplettes Depot verkaufen, ohne einen einzigen Cent Steuern in Deutschland bezahlen zu müssen. Vorsicht natürlich, jetzt habe ich das Beispiel Dubai gebracht, kein Doppelbesteuerungsabkommen, Niedrigsteuerland, jetzt kommen wir in die erweiterte beschränkte Steuerpflicht möglicherweise rein. Das heißt, wenn du deutsche Wertpapiere hast, dann wird möglicherweise doch noch Steuer in Deutschland fällig, aber ansonsten natürlich nicht. Also steuerlich gesehen ist ein solcher sogenannter Clean Cut, wie es der Berater gesagt hat, völlig unnötig und ehrlich gesagt auch völliger Quatsch.
So, kommen wir jetzt zu dem anderen Punkt, die sogenannte Transferhölle, wo es ja angeblich so schwierig ist, einen solchen Depotübertrag durchzuführen. Dazu muss man sagen, liebe Cordula, dass das leider tatsächlich manchmal mit einigen Herausforderungen verbunden ist, einen solchen Depotübertrag durchzuführen. Das heißt natürlich nicht, dass man dann die Flinte ins Korn schmeißt und einfach sagt, okay, ich resigniere jetzt, ich zahle jetzt halt Steuern, möglicherweise sogar viele Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende, wie groß dein Depot ist. Der Broker will keinen Depotübertrag machen, er macht mir da Schwierigkeiten, also gebe ich klein bei und akzeptiere diese Steuer. Das solltest du natürlich niemals tun. Also, zuerst nochmal die Frage vielleicht, was ist dein Depotübertrag? Beim Depotübertrag überweist du sozusagen deine Aktien von einem Broker zum anderen Broker. Wichtig ist, dass es hier nicht zu einem Eigentümerwechsel kommt, also auch nicht zu einem Verkauf. Daher ist das steuerlich gesehen neutral und das soll natürlich der einzige Weg sein, den du gehst, wenn du dein Depot in Deutschland auflöst. Auf keinen Fall solltest du hinnehmen, dass du Steuern bezahlen musst. Jetzt werden dir manche Broker tatsächlich sagen, dass sie keinen Depotübertrag ins Ausland machen, dass kein Depotübertrag zu Interactive Brokers möglich ist. Tatsächlich darf der Broker das machen, aber dann musst du eben eine andere Strategie wählen. Was der Broker auf jeden Fall machen muss, dazu ist er gesetzlich verpflichtet, das ist ein Depotübertrag zu einem anderen deutschen Broker. Das heißt also, du musst einen deutschen Broker finden, der einen Depotübertrag zu Interactive Brokers macht. Und wenn dein eigener Broker keinen Depotübertrag macht, dann überträgst du das Depot zunächst zu einem anderen Broker und dann von dort zu Interactive Brokers. Woher weiß ich das? Nun, ich weiß das, weil viele unserer Mandanten einen solchen Depotübertrag erfolgreich durchgeführt haben. Und ich habe mir in der Vorbereitung dieses Videos jetzt einmal erlaubt, in unserer Telegram-Gruppe, in unserem New Horizons Club einmal zu fragen, wer schon einen solchen Depotübertrag gemacht hat und was die Erfahrungen sind. Das ist natürlich gleich ein Vorteil, wenn du Teil einer Community bist, die sich mit solchen Themen auskennt. Eine Community, in der viele erfolgreiche und erfahrene Auswanderer Mitglied sind, dann kannst du solche Fragen einfach dort reinstellen und sprichst dann tatsächlich mit Experten, die es selbst schon gemacht haben und musst dich nicht darauf verlassen, was dir irgend so ein Affe auf YouTube erzählt. Also, wie gesagt, ich habe diese Frage gestellt in unsere Gruppe hinein. Ich habe gefragt, wer hat sowas schon mal gemacht? Wer kann mir von seinen Erfahrungen berichten? Und da haben wir dann viele sinnvolle Antworten erhalten und eine Antwort möchte ich besonders rausstreichen, nämlich die von Marc. Der hat nämlich sogar gleich zweimal einen Depotübertrag gemacht. Er hat mir geschrieben, dass er zunächst von Comdirect nach Interactive Brokers einen Depotübertrag gemacht hat und dann von Interactive Brokers zu Charles Schwab. Also was heißt das jetzt konkret für dich? Sollte dein Broker keinen Depotübertrag ins Ausland machen, dann weißt du jetzt, du kannst Marks Beispiel folgen, du kannst bei Comdirect ein Depot aufmachen, du kannst deine Werte dorthin übertragen und kannst sie dann von Comdirect ins Ausland zum Beispiel zu Interactive Brokers übertragen oder auch zu einem anderen ausländischen Broker wie zum Beispiel Swissquote. Also nochmal, man muss tatsächlich sagen, dass ein Depotübertrag natürlich so seine Herausforderungen hat. Natürlich habe ich das auch von Mandanten gehört. Wir haben eine andere Mandantin, die ein sehr umfangreiches Depot zu einer Schweizer Privatbank übertragen wollte. Und auch da hat sich ihr Broker geweigert. Und auch da musste sie dann das Gleiche machen, was Marc gemacht hat. Wobei es dann nicht um Comdirect ging, da ging es um einen anderen Broker. Dann hat der Depotübertrag in die Schweiz ebenfalls geklappt. Also, dass das manchmal mit bestimmten Herausforderungen verbunden ist, dass das ein bisschen Zeit braucht, dass man sich da reinfuchsen muss, dass man das vorbereiten muss, das ist alles korrekt. Aber je nachdem, wie hoch die Steuern sind, die du bezahlen musst, völlig sinnloserweise bezahlen musst, denn wie gesagt, es gibt ja absolut keine Notwendigkeit, dass du diese Steuern bezahlst. Wie gesagt, da lässt sich ja ein bisschen Aufwand auch rechtfertigen. Also, es gilt hier wie bei allen Themen rund um das Thema Auswanderung, Steuern, Recht, Finanzen, Konten. Setz dich mit dem Thema auseinander, mach dir die Mühe, frag Experten, frag deinen Steuerberater, frag deinen Anwalt, vielleicht haben sie Mandanten, die das Ganze schon mal gemacht haben und dort ihre Erfahrungsberichte teilen können. Oder eben werde Teil einer Community wie der unsrigen, wie unser New Horizons Club, wo du dann 24 Stunden mit erfolgreichen Auswanderungen zu allen Themen rund um deine Auswanderung sprechen kannst und nicht unnütze hohe Steuerzahlungen in Kauf nehmen musst, weil dir die richtigen Lösungen nicht bekannt waren. Ein idealer Weg, Anschluss an unsere Community zu finden, ist natürlich auch zu einem unserer Seminare zu kommen. Alle Teilnehmer an den Seminaren erhalten immer auch eine einjährige Mitgliedschaft in unserem New Horizons Club ohne Aufpreis mit dazu. Das heißt, du bist dann schon mal für ein Jahr versorgt mit Rat und Tat rund um das Thema Auswandern,
Steuern, Recht, Konten, Broker, also all diese Themen, die für dich relevant sind. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst und dazu viele steuerliche, rechtliche Fragen hast oder wenn es genau um Themen geht wie die wir jetzt hier angesprochen haben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steuerlich optimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu sichern, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten, sich vor der Übergriffigkeit des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.